Hallo meine Lieben, heute sprechen wir über mein Lieblingsthema nicht. Nein, wir sprechen heute über die eventuell kommende Impfpflicht. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen in Österreich, dass diese schon beschlossen wurde für Februar. Wie sie es am Ende umsetzen, wissen wir alle noch nicht, aber sie haben es auf jeden Fall schon offiziell beschlossen. Es wird auch einen offiziellen Lockdown geben für 3 Wochen für alle, danach auf unbestimmte Zeit für alle, die ungeimpft sind, und danach soll ja im Februar dann schon die Impfpflicht kommen. Das heißt, jeder Bürger in Österreich muss sich impfen. Was das mit Deutschland zu tun hat? Ja, wir können uns alle denken, dass Deutschland sehr ähnliche Wege einschlägt wie europäische andere Länder, aber darüber möchte ich auch gar nicht so viel reden, sondern eher über die Möglichkeiten, kann man das umgehen, und ja, meine tiefsten Gedanken zur aktuellen Zeit. Und ja, es ist, ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten diesbezüglich, dass es aktuell sehr, sehr, sehr energiezerrend ist in Deutschland, weshalb ich auch den Impuls hatte, mich bei euch zu melden, obwohl ich mit diesem Thema eigentlich nicht mehr so viel am Hut haben möchte, weshalb ich auch Deutschland verlassen habe. Aber dennoch ist dieser Kanal auch hier, weil ich euch Kraft geben möchte, weil ich euch andere Sichtweisen, andere Möglichkeiten aufzeigen möchte. Und ich weiß noch nicht, inwiefern und was genau ich 100% in diesem Video mit euch teilen werde, aber es kann sehr gut sein, dass ich den einen oder anderen triggern werde. Das heißt, dass ihr vielleicht das anders seht, ihr fühlt euch vielleicht so, das sehe ich gar nicht so, oder fühlt euch aufgewühlt, egal welche Emotion es ist. Ich würde euch bitten, dieses Video mit Aufmerksamkeit anzuschauen, mit einem gewissen Bewusstsein, auch zu sehen, dass auch wenn man in eine ähnliche Richtung geht mit einer Meinung, dass man nie mit einer Person 100%ig eine Meinung sein kann. Und das ist auch der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, was ich sehe, ist, dass, und was ihr auch bestimmt schon seit den letzten Monaten und seit 2020 seht, dass die Menschheit sich immer mehr in zwei Seiten spalten. Ich erinnere mich nicht, zumindest nicht in meinen Lebenszeiten, wann es mal eine Zeit gab, wo unglaublich viele Freundschaften, Bekanntschaften und ja, wundervolle Beziehungen auseinandergegangen sind, nur wegen einem Meinungsunterschied. Und da ist mir auch bewusst geworden, wie kraftvoll und wie viel Macht so eine Propaganda haben kann und wie das uns wirklich in die tiefste Zelle beeinflusst, was wir konsumieren. Im Allgemeinen sind die Menschen aktuell sehr reaktiv, was ich beobachte. Keiner ist mehr bereit, seine Perspektive zu erweitern und in eine richtige Kommunikation zu gehen, egal welche Seite, egal welche Meinung ihr bezüglich den Maßnahmen oder der Impfung habt. Ich beobachte das auf beiden Seiten, dass beide Seiten nicht mehr bereit sind, miteinander zu kommunizieren, und sobald, der ist jetzt Befürworter der Impfung oder dagegen, mit dem rede ich nicht mehr. Und ich finde das sogar, die Tatsache, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren, und die Tatsache, dass wir in meinen Augen immer unmenschlicher werden, finde ich viel, viel schlimmer als das, was die Regierung gerade mit Deutschland oder auch die anderen Länder gerade machen, ist, dass wir das mit uns machen lassen. Wir lassen es zu, dass wir immer unmenschlicher werden, nicht mehr Empathie empfinden, für andere Menschen fühlen können. Und das ist, ich meine, wir sollten als erwachsene Menschen als Vorbild rangehen für die nächste Generation. Die nächste Generation wächst schon hier mit Maske auf. Die Nähe fehlt, die Gestik, das deuten können, wie ein anderer Mensch sich fühlt. Und wenn du von klein auf das schon programmiert bekommst, du weißt gar nicht, wie der andere sich fühlt, du wirst automatisch weniger Empathie empfinden für die andere Person entwickeln, weniger Mitgefühl, das, was einen Mensch ausmacht.
ist unser Mitgefühl, unser Empathieempfinden. Und diese Entwicklung finde ich viel, viel schlimmer und trauriger als die Tatsache, dass Menschen sich impfen lassen, ohne sich davor zu informieren. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sonst anders ausdrücken soll. Und es ist so egal, für was du dich entscheidest. Übernimm Verantwortung über dein Leben. Und das ist jetzt auch wirklich nicht nur, das habe ich wirklich beobachtet, in den letzten Monaten ist es mir so klar geworden, dass es gar nicht mehr die Menschen sind, dass es nicht mehr nur noch die Menschen sind, die sagen, okay, du bist jetzt schuld, dass die und die Person krank wird, weil du halt keine Maske und weil du dich nicht an Maßnahmen hältst. Die sollen auf jeden Fall auch, sage ich mal, Verantwortung über ihre Gesundheit nehmen. Aber auch du, auch jetzt die Mehrheit, die sich wahrscheinlich dieses Video anschauen und die Mehrheit, die eine sehr ähnliche Meinung, was die Maßnahmen betrifft, angeht, übernimm auch du Verantwortung über dein Leben. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie bewertend, sondern bin mit mehreren in Kontakt, hier auch in Mexiko mit Deutschen, wo ich einfach sehe, dass sie unglaublich in dieser Opferhaltung sind. Ja, wegen dem Staat musste ich flüchten und wegen dem Staat habe ich alles verloren. Und einfach nicht Verantwortung für das, was sie fühlen und gleichzeitig für ihr Leben, wo sie gerade stehen. Weil ja, es gibt bestimmte Situationen, da hast du keinen Einfluss drauf, wie mit dem Lockdown. Ich habe auch 2020 hatte ich keine Einnahmen mehr, als die Gyms zu waren und ich durfte nicht mehr draußen Kurse geben. Aber ich habe nach Lösungen geschaut und nicht gesagt, ja, jetzt wegen dem scheiß Staat. Ne? Und sage ich mal, natürlich hat es mich aufgeregt, aber ich habe auch geschaut, okay, was kann ich machen? Habe dann Online-Kurse gegeben. Natürlich habe ich nicht so viel verdient wie vorher, aber trotzdem habe ich immer nach Lösungen geschaut. Und das sage ich jetzt auch nicht, um irgendwie anzugeben, sondern um dir den Impuls zu geben, dass es manche Situationen gibt, die einfach in dein Leben kommen und die unerwartet kommen und die dich vielleicht erstmal erschüttern in deinen Emotionen und das kannst du auch völlig ausleben, all deine Emotionen, die du hast, aber versink nicht in deiner Trauer, in deiner Wut, in deiner Enttäuschung, sondern schau, was kann ich machen, was für Möglichkeiten gibt es. Und ja, was jetzt Deutschland betrifft und die Impfung, ich möchte keine Vorhersagen machen, aber nach meinem Gefühl geht es ganz stark in die Richtung, dass es dazu kommen wird. Ich weiß nicht wann, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die Pflicht kommen wird. Es sind ganz viele Gesetzesänderungen schon passiert, wo wir am Anfang dachten, ach, sowas wird niemals passieren. Und wo ich auch ganz viele aktuell mit vielen im Gespräch bin, die sagen, ja, wir warten erstmal, bis es dazu kommt. Ja, aber dann ist es schon zu spät, also bereite dich vor für so einen Fall. Egal auf irgendwas bezogen in deinem Leben, also jetzt nicht nur auf die Impfung bezogen, sondern generell ist Vorbereitung und Eigeninitiative so wichtig und, sage ich mal, nicht darauf zu hoffen, dass im Außen irgendwas passiert, damit du eine Entscheidung triffst. Nein, du entscheidest dich heute und jetzt für das, was du in dein Leben anziehen möchtest oder wie du leben möchtest. Und du kriegst jeden Tag ein Leben geschenkt, um neue Entscheidungen zu treffen. Und die meisten oder viele Menschen verschwenden diese Entscheidungen, machen dann halt nichts und warten, bis irgendwas im Außen kommt. Aber es wird nichts kommen. Und wenn was kommt, dann ist es spät. Oder meistens ist der Zug abgefahren. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich einfach Gedanken über das Leben zu machen, dich zu fragen, wo willst du sein, wo willst du leben. Auch jetzt wieder zurückbezogen auf die Impfung, kannst du es dir vorstellen, in Deutschland noch zu leben, wenn es soweit kommt? Kannst du es dir vorstellen, dich impfen zu lassen, wenn es soweit kommt? Und ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die haben sich impfen lassen und ich liebe sie trotzdem vom ganzen Herzen, weil es trotzdem
wundervolle Menschen sind und dass nichts an ihrem Charakter ändert. Und ich weiß, dass es gerade ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und wo man auch ganz leicht zurückfällt so in sein Ego und sich denkt, man, wieso ist der so blind oder sieht das nicht? Für mich war das auch, die letzten Monate dachte ich auch richtig oft, vor allem 2020 dachte ich mir, das ist doch so offensichtlich und all das, was ich früher gedacht habe, so letztes Jahr, ist genauso gekommen. Aber trotzdem, es macht ja jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, ich hatte recht, du hast Unrecht. Und jetzt? So, es hat sich nichts verändert in dieser Welt. Und das ist das, was ich euch auch mitgeben will mit eurer Intention. Warum sagt ihr die Dinge zu diesen Menschen und was ist eure Intention? Weil meine Intention war es zum Beispiel 2020 aufzuklären. Deswegen bin ich auch nach Sansibar und habe Videos gemacht und gezeigt, wie es wirklich ist. Aufzuklären, was halt, sag ich mal, wo ich das Gefühl habe, das macht keiner. Und ich will einfach mal die andere Seite zeigen, weil keiner traut sich darüber zu reden. Letztes Jahr, ihr wisst, ich habe so viel Gegenwind und Hass und unglaublich viele Negativität von außen einfach bekommen und viel Kraft verloren dadurch. Aber mein Ziel dahinter war es, aufzuklären. Ob ich es jetzt auf die richtige Art und Weise gemacht habe, ist eine andere Sache. Aber das war meine Intention. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, boah krass, die Diskussionen da kommt nichts bei raus. Und damit meine ich auch nicht so wie, die andere Person ist schuld, weil sie ist einfach nicht offen dafür, was auf jeden Fall oft der Fall war. Das muss ich schon zugeben. Aber dennoch ist es auch immer, dein Gegenüber ist immer ein Spiegel von dir. Mit welcher Energie sprichst du mit der Person? Willst du die Person auch belehren? Dann ist doch klar, dass die andere Seite dich auch belehren möchte. Aber gehst du mit Verständnis, mit Liebe hin und sagst, hey, ich möchte dich verstehen. Und ich weiß, es ist eine Challenge, ich kriege das auch nicht immer hin. Aber das einfach mal dir bewusst zu sein, dass du das Gespräch auch lenken kannst. Und ich hatte auch Gespräche mit Menschen, wo ich halt wirklich mit Liebe und Verständnis rangegangen bin, weil ich wirklich verstehen wollte, wie die andere Person denkt. Und dann ist auch, sag ich mal, das Gespräch ist auch ganz anders geendet als andere Gespräche, wo ich gefühlt den Personen die Augen aufreißen wollte. So. Und ja, das ist immer sehr wichtig, meiner Meinung nach Eigeninitiative zu treffen und ja, es besser zu machen, weil du siehst, in welche Richtung es mit Deutschland geht. Du weißt, dass wir Menschen gerade aktuell manipuliert werden von Propaganda, von Social Media, von all dem Drum und Dran. Dann sei doch so verantwortungsvoll, wenn du es siehst und mach's doch besser. Und kämpf doch nicht gegen an wie alle anderen. Boah, mir ist gerade richtig heiß. Die Sonne knallt. Ich kann nicht mal in die Kamera gucken. Ich glaube, ich muss mal kurz hier runter und weiterreden. Kommunikation ist das, was uns Menschen ausmacht. Und Kommunikation ist so unglaublich wichtig. Und auch kommunizieren mit anderen Menschen, die einer anderen Meinung sind, die andere Sichtweisen haben. Weil ihr seht es selber, so aktuell, man unterhält sich nur noch mit den Menschen, die eine ähnliche Ansicht haben. Und was macht das mit uns? Ja klar, wir kriegen Bestätigung, wir fühlen uns gut dabei und denken und fühlen, ja, mein Gegenüber versteht mich. Aber was passiert noch? Du raubst dir eine unglaubliche Möglichkeit, deinen Horizont und deine Perspektive zu erweitern, um noch mehr gewisse Dinge auf der Welt zu verstehen. Oder vielleicht, du weißt es nie, du hast immer etwas, was du von einer anderen Person lernen kannst. Aber wenn du immer mit denselben Menschen sprichst, die derselben Meinung sind wie du, wirst du genau da bleiben, wo du bist. Und dieses Verhalten, was gerade aktuell jetzt auf Corona bezogen sehr stark passiert, das zieht sich in dein ganzes Leben. Du wirst nie, sag ich mal, aus dir herauswachsen und deinen Horizont erweitern können, wenn du dir nicht mal deine Triggerpunkte anschaust und mal eine andere Perspektive dir anhörst und mal versuchst zu verstehen, warum denkt jetzt die Person so und so. Und ich weiß, Corona ist das sehr
sehr anstrengend und herausfordernd. Und es ist eine Challenge, ich kann es nicht anders sagen. Es ist auch eine Challenge für mich. Die mich lange verfolgen, ihr wisst, wie ich zu dem ganzen Thema stehe. Ich bin sehr tief in die Thematik eingestiegen. Ich sehe all das, sage ich mal, Boshafte auf dieser Welt, aber ich sehe auch die andere Seite und ich sehe auch neben all dem, was gerade im Außen passiert und wie das System sich entwickelt und wie Deutschland sich entwickelt, sehe ich unglaublich viele Menschen, die gerade realisieren, dass sie nicht mehr in diesem alten System leben wollen und verstehen, was hinter diesem System, der Matrix, whatever, wie du es nennen willst, was dahinter steckt und dass es eben nicht zum Gute des Menschen ist. Und diese Menschen nehmen Verantwortung für ihr Leben. Nicht alle, aber die ich jetzt kenne. Und ich sehe, dass sich einfach zeitgleich, wie diese Welt gerade, die gerade sehr aktuell im Vorderstein steht, in welche Richtung es sich dort entwickelt, sehe ich aber auch gleichzeitig, wie viele Menschen gerade aufstehen und wirklich wieder Mensch sein wollen und wieder zurück zum Ursprung gehen wollen. Ich kenne einige, die wollen jetzt ihre eigenen Dörfer aufbauen, um wieder zurück zum Ursprung, wieder den Kindern beizubringen, wie man selber Gemüse und Obst anpflanzt, einfach wieder dem Kind die Möglichkeit geben, sich zu entfachen und sich selbst kennenzulernen und nicht wie in unserem Schulsystem in eine Box gepackt zu werden und Dinge zu lernen, die einem nichts im Leben bringen, weil sie eben nicht mehr in diesem System leben wollen. Und ja, worauf ich hinaus möchte, ist, mach dir bewusst, möchtest du oder kannst du dir vorstellen, in diesem System weiterzuleben oder nicht? Also es heißt, wenn du beamtet bist und dann bist du automatisch, sage ich mal, im System, weil du auch, sage ich mal, für den Staat arbeitest. Aber wenn du glücklich bist, dann ist das doch völlig okay. Und dann muss dir da auch niemand was einreden. So, das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst, dass du happy bist, dass du zufrieden bist mit dir, deinen Entscheidungen und deinem Umfeld. Aber wenn du merkst, du bist total unglücklich in dem, was du gerade machst, dann veränder es. Und ich kann euch sagen, ab dem Moment, wo ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, es war einer der besten Entscheidungen in meinem Leben, weil ich war irgendwie noch nie dafür gemacht. Ich wurde auch gekündigt übrigens, im selben Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe vorher. Und deswegen, weißt du, macht euch nichts draus, wenn irgendwie Leute nicht an euch glauben, weil es war genauso bei mir, keiner hat an mich geglaubt. Ich wurde gekündigt, auch noch im selben Bereich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, im Fitnessstudio. Und ich habe es wundervoll gemeistert, und jeder fängt mal klein an. Ich war auch von Anfang an, sage ich mal, nicht die beste Trainerin oder die beste Summa-Instruktorin. Das durfte ich erst aneignen, aber ich wusste, dass ich es machen wollte. Und dasselbe wie mit dir. Trau dich, geh den Schritt, mach die Entscheidung und hab keine Angst vor Fehlern, weil aus Fehlern kann man unglaublich viel wachsen. Und ich weiß, man hört das so oft. Aber warum machst du es dann nicht so? Weißt du, man hört das oft und dann entscheidet man sich halt trotzdem so dagegen und entscheidet sich dann irgendwie doch in der Komfortzone zu bleiben, anstatt seiner Angst in die Augen zu schauen. Und bezüglich auch für viele, weil viele auch gesagt haben, sie können sich nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben, weil sie sehen, in welche Richtung es sich entwickelt. Dann such nach Möglichkeiten, wie du in ein anderes Land reisen kannst. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, dass viele immer nach Gründen suchen, warum sie es dann nicht machen können. Viele sagen dann so, ja, ich weiß noch nicht wohin. Ich weiß auch noch nicht, wo ich leben werde. Ich bin jetzt in Mexiko und ich weiß, dass ich hier nicht leben möchte. Aber ich weiß, dass es aktuell fühlt es sich richtig an, hier zu sein. Aber ich weiß auch, dass es sich in 2 Monaten ändern kann und dann gehe ich woanders hin. Und ich habe trotzdem alles schon abgegeben, mein Apartment, alle Versicherungen abgemeldet und alles verkauft, weil ich weiß, ich möchte nicht mehr in Deutschland leben.
Und keine Ahnung, vielleicht ändert es sich in 15 Jahren, wenn vielleicht Deutschland sich doch in eine andere Richtung entwickelt. So, keine Ahnung so. Ich möchte auch gar nicht, sage ich mal, zu sehr in der Zukunft leben, sondern wirklich einfach nur diese eine Vision haben, was ist mir wichtig in meinem Leben. Und mir ist wichtig, frei zu sein. Mir ist wichtig, Menschen um mich herum zu haben, die ein gewisses Bewusstsein haben, die Mensch sind. Mir ist es wichtig, dass wir viel Natur um uns herum haben. Und so entstehen meine Entscheidungen. Und dann mache ich es auch. Wenn ich einen Impuls habe, wenn ich den Impuls habe, das zu machen, dann mache ich es sofort und denke nicht irgendwie im Schlaf nicht eine Nacht drüber, was viele machen. Ich muss erst mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist gar nicht. So, wenn du darüber eine Nacht schläfst, dann schaltet sich dein Kopf ein und findet ganz, ganz viele Dinge und Antworten, warum du es nicht machen solltest. Und dann machst du nichts und dann bist du wieder da, wo du bist und bist unzufrieden. Und der Kopf ist ganz gut dafür da, um dich zu verwirren, um nach Lösungen zu suchen. Aber es gibt nicht die perfekte Lösung. Es gibt nur das, was du in dem Moment fühlst und das ist richtig. Und auch wenn es sich dann ändert und du in dem Moment dann doch was anderes fühlst, dann fühlt es sich in dem Moment auch wieder richtig an und dann entscheidest du dich wieder neu. Und wenn sich wieder etwas ändert und du doch das Gefühl hast, oh, jetzt will ich doch was anderes machen, dann machst du wieder was anderes und entscheidest dich neu, weil es sich jetzt in dem Moment richtig anfühlt. Und ich glaube, die meisten wollten jetzt eigentlich so ein Impfvideo von mir hören. Ja, aber es hängt alles miteinander zusammen. Also im Endeffekt ist das, was ich einfach nur gerade sehe, ist, dass ganz viele Menschen ihre Verantwortung abgeben und keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist das, was ich kritisch finde. Auch wieder, wie gesagt, ich sehe das auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten sehe ich das so krass, wie Menschen einfach nicht Verantwortung über ihr Leben nehmen und wieder die Fehler bei anderen suchen, beziehungsweise den Bußmann, also weshalb es einem so scheiße geht. So. Und ist egal, ob du jetzt Befürworter oder dagegen bist, so. Es ist egal, welche Meinung du teilst. So, was wichtig ist, dass du Verantwortung über dein eigenes Leben nimmst und Entscheidungen triffst. Und ja, du musst jetzt auch nicht auf mich hören, ne? Du kannst auch weiter so leben. Aber was ich halt sehe, ist, dass wenn Menschen nichts ändern, dann verändert sich auch nichts. Und kann sein, dass ich manche vielleicht jetzt hiermit getriggert habe. Und ich hoffe, dass die meisten das aber als Geschenk sehen, dahinter hinzuschauen. Aber ja, meckern und jammern bringt halt auch nichts. Das ist wie, ihr wollt die andere Person vergiften und trinkt das Gift selber. Und ihr werdet euch die ganze Zeit im Kreis drehen. Und das ist echt ein menschliches Phänomen. Immer, sage ich mal, Gründe zu finden, warum man etwas nicht machen sollte und zu jammern. Aber das ändert halt nichts an deiner Situation, an deinem Leben. Und wenn du die Veränderung auf der Welt sehen möchtest, dann sei du zuerst die Veränderung. Und sei du ein Vorbild für die nächste Generation und für dein Umfeld. Ja, bezüglich nochmal wegen Auswandern. Ich finde, da machen sich auch zu viele Gedanken. Ich krieg wirklich so oft so viele Fragen, wo ich mir dachte, krass, diese Fragen, die habe ich mir nicht mal gestellt. Und ich bin einfach geflogen so und ich wusste noch nicht, was kommt. Warum soll ich die mir dann stellen? Warum soll ich mir dann Sorgen machen? So? Natürlich, gewisse Dinge, da sollte man sich, das, was ich Vorbereitung nenne, ist dann zum Beispiel, wenn man in ein bestimmtes Land fliegt, sollte man schauen, okay, was sind die Einreisebestimmungen? Ja, das schon. Aber keine Ahnung, was vor Ort passieren wird, keine Ahnung. Und auch
auch viele sagen so, ja, ich kann da noch nicht hin, ich kenne da noch niemanden, muss erst mal warten, bis ich da jemanden kennenlerne. Hä, nee, du lernst die Person kennen, wenn du hier bist. Ich kannte niemanden, als ich nach Tansania, Sansibar geflogen bin. Ich kannte niemanden, als ich nach Brasilien, okay, Brasilien kann ich noch den Christoph Heuermann, aber den hatte ich ja nur, sag ich mal, kurz gesehen und danach bin ich ja selber gereist, da kannte ich niemanden. Genauso wie in Mexiko, ich bin hierher gereist, ich kannte niemanden. Aber ich habe hier Menschen kennengelernt. Und das ist, ja, mit jedem anderen Land genauso. Und es ist doch überhaupt dieses Ungewisse, was so aufregend ist. Und ja, wie langweilig ist, wenn alles nach Plan läuft. Und es kann auch gar nicht nach Plan laufen, weil du nicht vorhersehen kannst, was für Situationen passieren. Und meistens, wenn man zu krass nach Plan, sag ich mal, lebt, dann ist sogar das Ding, dass man die Möglichkeiten gar nicht mehr sieht, weil man so fokussiert auf eine Sache ist, dass man eben andere Möglichkeiten gar nicht mehr sieht. Deswegen vertrau deiner Intuition und der erste Impuls, den du fühlst, der sich richtig für dich anfühlt, dann machst du es direkt. Und nochmal zum Thema Vorbereitung. Man kann das auch nicht so schwarz-weiß sehen. Ne? Also mit Vorbereitung in dem Sinne meine ich auch, ist es halt wichtig zu wissen, zum Beispiel, ich wollte immer One-on-Ones geben, was Assistant Stretching, was Access Bars angeht. Meine Vorbereitung wäre jetzt, dass ich erstmal zum Beispiel an Freunden übe, damit, wenn ich den ersten Klienten habe, dass ich das auch meistere. Das meine ich mit Vorbereitung, dass du dir bewusst und klar machst, was willst du in deinem Leben und dann bereitest du dich auf diese Situation vor. Und mir ist noch was eingefallen. Die meisten, ganz viele Ausreden habe ich gehört und die habe ich auch richtig oft gehört. Ja, ich kann nicht auswandern, ich kann nicht in ein anderes Land, sag ich mal, gehen, ohne überhaupt einen festen Job, überhaupt einen sicheren Job zu haben. Ich habe da doch gar nichts. Leute, ich habe auch keinen Plan gehabt. Was ich hier machen werde. Und es hat sich einfach ergeben, dass ich jetzt diese One-on-One-Session zum Beispiel hier gebe. Und es gibt immer eine Lösung, eine Möglichkeit, wenn du danach Ausschau hältst. Und es ist auch eine Challenge für mich. So, ich gebe jetzt One-on-Ones in Englisch. Das habe ich noch nie zuvor gemacht. Oder auch die Sessions, die ich in der Art jetzt so mache, sind auch total neu für mich. Aber ich möchte es machen und ich möchte diese Erfahrung machen und ich werde mit Mal zu Mal besser. Und du musst nicht warten, bis du gut darin bist. Nein, du fängst an, du startest und dann wirst du besser. So, ihr habt das bestimmt schon mal gehört, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Und die meisten warten perfekt, dann passiert nichts. Und ja, macht euer Ding. Und wenn eine Herausforderung kommt, dann macht ihr erst, sage ich mal, Gedanken darüber und sucht nach einer Lösung. Aber mach dir bewusst, was willst du und dann bereite dich mental vor, dass du, sage ich mal, ready bist abzuliefern, zum Beispiel was das jetzt betrifft. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich überlege, ob ich noch irgendwas mit euch teilen wollte. Ich glaube, die meisten denken sich jetzt so, über was redet sie da? Ich dachte, sie redet über die Info. Aber ihr werdet das merken, dass es miteinander zusammenhängt. Und dass wie die Impfung und in welche Richtung sich Deutschland entwickelt, das kommt euch gerade so groß vor, weil das euer Fokus ist, aber das ist so unwichtig. Wichtig ist, dass du zu deiner Wahrheit stehst, zu deinen Bedürfnissen und dass du das Beste aus deinem Leben jetzt machst, damit du eben diesen Impact auch auf andere haben kannst. Du kannst nicht Einfluss darauf nehmen, was andere denken oder wie andere sich entscheiden werden. Du kannst nur dein Leben verändern. Wenn du dein Leben veränderst, wenn du in deiner Energie bist, erst dann bist du im Creator-Modus, erst dann kannst du nach Lösungen schauen und kannst andere positiv beeinflussen und mitziehen.
ja, auch jetzt auf die Impfung bezogen. Zum Beispiel meine Mama. Ich habe so viel mit ihr darüber geredet und ich dachte, sie wird es auch voll so sehen wie ich. Und sie hat sich am Ende impfen lassen, so, weil ihre Arbeit das von ihr verlangt hat. Und ich habe mein Bestes gegeben, aber am Ende entscheidet sie immer noch. Und ich sage mal, jeder, der in eurem Umfeld, der euch wichtig ist, ihr könnt euer Bestes geben, sage ich mal, euer Wissen zu teilen, einfach für die Person da sein, Fürsorge zeigen. Aber wenn die Person sich trotzdem dafür entscheidet, dann ist diese Person verantwortlich für diese Entscheidung und für ihr eigenes Leben. Und was ihr dann machen könnt, ist einfach nur zu hoffen, zu beten, dass diese Person gesund bleibt. Und mir ist auch bewusst, dass es sein kann, dass die meisten jetzt nicht das hören wollten, was ich jetzt alles mit euch geteilt habe. Aber vielleicht ist es genau das, was ihr jetzt hören solltet. Oder was euch vielleicht dann weiterbringt in euer Leben, in eurer nächsten Entscheidung, was euer Leben betrifft. Und ja, denkt dran, mit Kämpfen, meiner Meinung nach, kriegt man nur einen Kampf zurück, aber erreicht man am Ende nicht wirklich das, was wir uns wünschen, das, was Frieden und Harmonie ist, was wieder Menschsein ist. Jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, ich gucke nicht irgendwie böse oder wie so Asiatin. Ich bin eher Asiatin, aber ich muss meine Augen so klein machen, weil es so hell ist irgendwie. Naja, ich hoffe, ihr konntet irgendwas für euch mitnehmen und macht das Beste aus der Situation. Ich weiß, dass es vielen schwer fällt und viele sind irgendwie dann in einer Anstellung oder wollen gerade ihr Studium machen. Dann fragt dich, was ist dir wichtig? Hey, wenn dein Studium sich glücklich macht, dann mach's. Aber wenn es eine andere Möglichkeit gibt oder wenn du nicht mehr in Deutschland sein willst, dann geh ins Ausland und mach dort ein Fernstudium. Es gibt immer eine Möglichkeit. Man darf nur wirklich auch dahin schauen und gucken, was für Möglichkeiten es gibt und nicht nur die ganze Zeit darauf schauen, warum man es eben nicht machen kann. Und ja, es ist Zeit, dass wir aufhören, Opfer zu sein und Verantwortung über unser Leben nehmen und endlich den Creator in uns anerkennen. Denn nur so kann Magie entstehen und dein Leben wird sich radikal verändern ab dem Moment, wo du Verantwortung über dein Leben nimmst. 100%. In dem Sinne, fühlt euch umarmt, geliebt und ganz viele Grüße aus Mexiko. Leute, das Wichtigste habe ich vergessen. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, die Jenny, was sie gesagt hat, macht alles Sinn. Fühle ich genauso. Bin ich genau gerade an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, fuck, ich komme nicht weiter. Ich habe keinen Plan, was ich machen will oder was ich machen soll. Und ich habe so viele Herausforderungen, kann mich nicht entscheiden. Wenn das aktuell bei dir ist, wenn du in deinem Kopf bist und das Gefühl hast, du kannst dich nicht entscheiden und ich dir sympathisch bin, dann, meine Lieben, gibt es die Möglichkeit, euch für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren, zu bewerben. Und wir schauen gemeinsam, was ist gerade aktuell deine Herausforderung und ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Wenn du aktuell an einem Punkt stehst, wo du nicht weiterkommst, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Und jetzt aber, bis dann!